Ja, Leute, nachdem ich etwas überlegen musste, wie ich mit dem Thema umgehe, habe ich jetzt eine Möglichkeit gefunden, bin ich der Meinung. Darüber möchte ich mit euch auf Real Talk-Basis sprechen. Grüße gehen schon mal raus an Dorsa, der mich auch so ein bisschen inspiriert hat mit seinem Video, das auf diese Art und Weise zu lösen. Alrighty then und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget hier bei Larissel auf EU2. Ne? Also falls ihr euch den Char auf EU2 noch nicht in die Friendlist gepackt habt, dann macht es. Ich spiele ihn ohne zu skillen meiner Main-Attribute. Außer Glück, ich skill nur Glück und werde damit versuchen in den nächsten Wochen ein gutes Level zu erreichen, damit ihr mich in der Unterwelt abfarmen könnt. Ja, also das werde ich auch ein bisschen hin und wieder mit ein paar Videos dokumentieren. Aber wir kommen auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle zum Thema, was mich hat mich schon einige Gedanken gekostet. Denn ihr habt ja mitbekommen, dass, also letztlich wahrscheinlich spätestens durch Dorsa habt ihr das mitbekommen, dass die Creator einen Creator-Code haben, den man mittlerweile jetzt auf dem Home SF GameNet Webshop eingeben kann. Das bedeutet, man kann seinen Creator beim Kaufen von Pilzen, die man über diesen Shop tätigt, unterstützen. Geldlich. Ja. Es ist natürlich klar, Hintergrundinformationen, ne, sind alles Secret, ne? Aber hier geht es um eine Sache, die natürlich einerseits genutzt wird. Die Preise sind ja auf dem Webshop unverändert geblieben. Das heißt, solange wie das über diese Art und Weise existiert, bietet das natürlich sowieso Anreize, Pilzkäufe über diesen Shop zu machen. Und gleichzeitig seinen Creator in dieser Form zu unterstützen, ist ein ziemlich großes Ding. Also das ist echt krass. Ich erinnere mich selber an Clash Royale, als das eingeführt wurde und habe dann zur damaligen Zeit Trimax immer supportet. Es ist ein Riesending, ne? Das ging bei Fortnite und so, hat man das ja auch immer gesehen. Das geht jetzt eben auch für Shakes and Fidget und ich bin auch eingeladen worden oder bin einer der glücklichen Creators, die daran teilnehmen dürfen. Das heißt auch von mir, also es gibt derzeit sogar schon einen Code, den ich zumindest habe testen lassen, aber erstens will ich ihn ändern, zweitens weiß ich auch noch gerade gar nicht, ob das jetzt hundertprozentig schon offiziell losgeht bei mir. Deshalb wird er jetzt natürlich noch nicht kommuniziert, aber ich habe lange überhaupt mit mir gerungen, ob ich das, oder wie ich das machen will. Denn eins ist klar, solche Geschichten werden natürlich auch irgendwo, sag ich mal, nach Erfolg bemessen. Und ich sehe mich eigentlich derzeit gar nicht in einer Position, wo ich sage, ich bin ein Creator, der es hundertprozentig verdient hat, dass man seine Echtgeldkäufe mit meinem Code verknüpft. Da gibt es viele andere Creators. Dorsa ist jetzt das beste Beispiel. Es gibt aber auch andere, die es Stand jetzt meiner Meinung nach mehr verdient haben, weil sie eben aktiver sind, weil sie durchziehen können, weil sie Community-näher sind. Und da rede ich über die meisten Creators, die halt auch in einer gewissen Regelmäßigkeit Videos oder Livestreams durchziehen. Und das ist auch klar, weil Shakes and Fidget baut sich darauf auf. Ich habe mich irgendwann entschieden, als ich Shakes and Fidget wieder angefangen habe ich voll durchgezogen. Ich habe teilweise mehrere Videos pro Tag gemacht, Livestreams. Und habe mich mit meinem Kind entschieden, das auch weiterzuführen, ohne genau zu wissen, wie. Und ich bin derzeit in einer Lebenslage, die mich super happy stimmt, die aber mich nicht so ausleben lässt mit Shakes and Fidget oder YouTube allgemein, wie ich es eigentlich vorhatte. Also in mir schlummert 10% eigentlich so ein schon etwas famegeiler Influencer. Ja, also unter anderen Lebensumständen wäre ich vielleicht, oder andersrum, ich sag's so, ich glaube, hätte ich nicht das Glück gehabt, eine Familie zu gründen in Dresden und das alles so gut läuft, wäre ich wahrscheinlich als Alleinstehender nach Hamburg gezogen und hätte mich aufgrund der Verbindung von damals zu zum Beispiel Trimax versucht, in das Fußballteam dort einzuspielen, denn Fußball ist meine Leidenschaft und
ich wäre dann in dieser Bubble drin gewesen von Content-Creatoren, die halt alle Möglichkeiten gegebenenfalls offen haben, mit einer großen Community, mit vielen Leuten zusammen dort zu zocken und sein Leben quasi so ein bisschen in die Richtung aufzubauen. Ob man hätte damit Geld verdienen können, wäre noch eine andere Sache gewesen, ne? Da kommt es ja auch drauf an, wie erfolgreich man ist. Aber das wäre eigentlich so, das wäre gefühlt mein zweites Leben als Alleinstehender in den letzten 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich gewesen. Es ist anders gekommen und es ist gut im Moment, aber für die, die es nicht wissen, will ich es nur noch mal aufstellen, warum eben bei mir es nicht möglich ist, so aktiv zu sein, wie man es eigentlich machen sollte oder auch, sage ich mal, nicht so konstant zu sein, wie man es sollte. Denn, unabhängig davon, dass ich eben eine Tochter habe und eine Freundin, die im Prinzip natürlich auf andere Sachen Wert legt als ich jetzt hier mit, Shakes the Fidget, leben wir halt auch nur leider in einer Dreiraumwohnung. Es ist preislich eigentlich einfach nicht anders möglich gewesen, etwas anderes zu tun. Das heißt, ich habe auch keine Arbeitszimmer, wo ich mich zurückziehen kann, meine Sachen machen kann. Ich muss auch von der Lautstärke halt teilweise aufgrund meiner tiefen Stimme auch und der Raumverteilung kann ich nicht immer so ein Video machen, wie ich das wollte oder eben auch nicht streamen. Und das sind Lebensumstände, die einfach für die ich mich, wie gesagt, entschieden habe, zu denen ich auch stehe und die mich aber so ein bisschen blockieren, zu sagen: „Hier, nutzt bitte meinen Creator-Code.“ Ja, so. Und, das ist für mich ich sehe auch gerade, dass Emma weiß nicht, ob sie jetzt gleich aufwacht. Muss ich jetzt hier einen Cut machen? So, ja, das Ding, ja, worüber ich eben nachdenken musste. Und ich kann an der Stelle, einfach sagen, ich habe mich jetzt entschieden, wie ich das Thema durchführen will. Und das möchte ich euch auch mitteilen. Ich werde, sobald offiziell für mich auch feststeht, welcher Code es da ist, werde ich ihn euch natürlich mitteilen im Video. Ich werde wahrscheinlich in meinen Videos, in den englischen Videos hauptsächlich auch dann einmalig immer einen kleinen Beitrag wie so eine kleine Ingame oder im Video Werbung durchführen, wo ich 10 bis 30 Sekunden über das Thema spreche, den Code, den Creator-Code angebe und euch freilasse, ob ihr den nutzt oder nicht. Und das immer mal einfügen. Und da ich noch nicht weiß oder da ich davon ausgehe, dass es jetzt wahrscheinlich nicht zu einer extrem gehäuften Nutzung dieses Codes oder meines Codes kommt, aufgrund der Gesamtsituation. Ich sehe es ja an meinen YouTube-Zahlen zum Beispiel. Ne? Die sind nicht so, wie sie mal waren, weil ich eben auch nicht so viel reinstecken kann an Zeit und Qualität, wie man es halt machen müsste. Ja, deshalb gehe ich davon aus und bin auch da auch nicht böse, wenn das nicht viele Leute nutzen. Allerdings ist das eben auch eine Konstanz, die es mir nicht möglich macht, schon vorneweg zu sagen, zum Beispiel so wie es Dorse macht, ich möchte einen Teil dieser Einnahmen spenden zum Beispiel, was ich super geil finde. Ich habe auch Dorsers Code schon einmal benutzt. Das lässt es mir nicht möglich machen. Ich werde diejenigen, die es teilen möchten, auf meinem Discord, werde ich denen die Möglichkeit geben, per Screenshot oder per Text dann einfach zu hinterlassen, hier, ich habe deinen Code eingegeben bei dem Kauf und werde diesejenigen dann auch mal in meinem Video oder in meinen Instagram-Stories erwähnen. Das möchte ich der Community wiedergeben. Zum anderen mache ich natürlich auch schon öfter die Giveaways, auch schon vor der Partnerschaft. Ist natürlich klar, dass man sowas auch für Giveaways nutzbar machen kann. Und ich würde dann schauen, wie sich das Ganze entwickelt, was man vielleicht noch damit machen kann. Aber ich möchte nur, dass ihr wisst, dass wenn ihr das macht, wenn ihr meinen Code eingebt, ist es in erster Linie erstmal nur Geld, was dann gegebenenfalls mir wieder zur Verfügung steht. Und ich gebe ja auch viel Geld gerne aus in Shakes the Fidget. Das heißt, es kann also sein, dass sich das auch ein bisschen pariert. Ich kann es noch nicht einschätzen. Und das ist mir wichtig, euch mitzuteilen, weil ich bin Playa Games mega dankbar. Muss aber auch immer, also für die ganzen Möglichkeiten, die sie uns dagelassen haben oder mir persönlich, muss aber auch immer wieder relativieren, dass ich viel mehr Geld und Zeit in Shakes the Fidget stecke, aufgrund dieser Partnerschaft, was ich ohne dieser Partnerschaft gar nicht gemacht hätte. Und das ist nicht die Schuld von Playa, das ist so mein Ding. Und ich möchte nicht einfach so sagen und hier sitzen und sagen, Leute,
nutzt bitte meinen Code, damit ich da noch ein bisschen besser abgefedert bin. Nein, ich möchte, dass ihr den Code nur nutzt, wenn ihr denkt, dass ich das auch eurer Meinung nach verdient habe. Und ich sage mal so, ich finde gut an dieser Sache, an dieser Creator-Code-Sache, dass man das von jedem Kauf prinzipiell ja auch ändern kann. Also auch ich werde gegebenenfalls bei dem einen oder anderen Kauf mal einen anderen Code nutzen. Und das ist vielleicht so der Mittelweg, wo ich sage, vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der auch findet, dass ich dann auch mal es verdient hätte, in seiner Ansicht also meinen Code genutzt zu haben. Und wenn das dann passiert und man dann über Monate hinweg mal sieht, eine Auswertung, was dabei rumgekommen ist, dann werden wir vielleicht nochmal über ein Thema sprechen, was man halt damit auch gegebenenfalls mal machen kann oder wie man was Gutes tun kann. Das wäre mir auf jeden Fall sehr wichtig. Fürs Erste wollte ich euch erstmal darüber informieren, dass ich Punkt A dabei bin, dass ich Punkt 2 es jedem gönne, der so eine Chance bekommt. Und ich finde, dass es eben jeder verdient hat. Ähm, ich euch Punkt 3 nicht böse bin, wenn ihr sagt, nein, ich möchte jemand anderen unterstützen. Und Punkt 4, dass ich das Thema zwar promoten werde, aber gerne auch warten muss, was im Endeffekt oder wie sich das Ganze entwickelt hat, um eben vielleicht noch was Größeres draus zu machen. So. Und wie gesagt, losgehen wird es dann offiziell, wenn ich euch sage, hier, das ist mein Code, so sieht der aus. Ich denke, das sollte in den nächsten Tagen passieren. Jetzt kommt halt das Wochenende. Wochenende ist immer schwierig, solche Sachen, ja, sag ich mal, zu klären, weil natürlich auch die Mitarbeiter bei Playa Games auch mal Wochenende haben. Ne? Das muss man denen auch zugestehen. Ja, ich hoffe, ihr seid soweit, aber konform. Und wenn ihr Fragen irgendwie habt, wenn ihr denkt, ihr habt das nicht ganz verstanden, wie ich das meine, bitte fragt nach in den Kommentaren oder schreibt mich an, privat, keine Ahnung. Ich will euch da gerne Rede und Antwort stellen. Möchte mich bedanken, dass ihr die Zeit genommen habt, euch das anzuhören. Und ja, äh, es ist einfach, ja, ich wirke wahrscheinlich sehr konsterniert, ne? Aber es ist eigentlich wirklich eine krasse Geschichte, was da für die Content Creators möglich ist. Wenn man mal bedenkt, vor 2 Jahren wären die meisten von uns nicht mal Shakes and Fidget Partner gewesen. Ja, also Playa Games hat sich in dieser Art schon extrem gewandelt. Das ist echt wirklich krass. Man muss denen dafür dankbar sein, wenn man die Chance hat, daran teilnehmen zu können. Und das können einige mittlerweile. Das ist echt cool. Das ist wirklich cool.